Alright, ihr seid liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind auf Server S41 und ja, ich bin ein bisschen baff, muss ich sagen, über zweierlei Dinge, denn ich habe 800 bis 900 Pilze ausgegeben im letzten Epic-Event und habe kein einziges Epic gefunden mit XP 10%. Das ist das eine, worüber ich baff bin. Das zweite ist, weil ich da leider etwas abgelenkt war, habe ich komplett vergessen, mir die Epics zu kaufen. Habe jetzt also auch nicht viele Epics für die Toilette mehr übrig. Aber ja gut, das wiederum stört mich dann auch nur bedingt. Denn das Mana, okay, ja, geht ein bisschen verloren, aber letztendlich, irgendwann hat man es dann eh voll. Und zur Not nehme ich halt auch Edelsteine. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenverlust. Es kommt ja mal wieder ein Epic-Event rein. Also ich ärgere mich mehr, dass ich wirklich einfach keinen Bonus gefunden habe. So muss ich also immer noch mit meinen Quest-Equipment auskommen. Und das vergisst man halt auch hin und wieder reinzunehmen. Da kommen wir auch zu einem guten Thema. Vorher möchte ich noch mal darauf hinweisen, wenn ihr noch nicht die Gelegenheit hattet, schaut mal in eines meiner letzten Videos. Das 50 € Giveaway läuft noch bis Ende des 4.1. Könnt ihr quasi noch mitmachen. Ihr werdet es anhand des Titels auch erkennen. Deshalb schaut da auf jeden Fall noch mal rein und denkt an Abonnieren, Liken, Kommentieren. Und falls ihr das natürlich schon gemacht habt, dann müsst ihr das nicht noch mal angucken, denn ihr sollt ja eh nur einen Kommentar schreiben. Ne? Aber es sind noch ein paar Leute dabei, aber ist auch noch machbar. Also die Chance ist noch, wenn man sich jetzt anmeldet, knapp 2%. Ja, und zu gewinnen. Also das ist jetzt nicht so wenig, teilweise, ja. 1:50. Also passt. Ja, dadurch schaue ich jetzt mal, also ich habe so ein bisschen die Legendary Items jetzt schon mal eingesetzt, die ich halt habe. Ich habe hier noch eigentlich den Schuh, den ich wechseln könnte. Müsste. 26, mal gucken, was Sekundentunte da hat. Ja, es würde sich schon anbieten. Aber das kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich schon jetzt was in die Toilette geworfen habe. Und ich würde dann jetzt Items verlieren, wenn ich sie dismantle. Ich muss sie dismantle, weil ich habe auch nicht so viele Ressourcen jetzt mehr übrig. Weil ich schon ein bisschen hoch gemacht habe. Deshalb nach dem Skillen würde ich einfach mal kurz reinschnuppern, was für eine Chance wir vielleicht haben. Und zwar einerseits im Licht-Dungeon. Wo stehen wir da im Moment? Ich glaube, wir stehen noch viel zu weit weg. Okay, man muss festhalten, er hat lange nicht gekrittet, der Gegner. Hinten raus hatte ich einen schönen Crit gesehen, aber ja, ich denke, wir sind hier noch nicht in der Lage, einen richtig fetten Lucky Try rauszuballern, weil im Schnitt, wenn er crittet, dann ist der für mich schon fast durch, der Versuch. Einerseits mehr Schaden machen oder mehr Ausdauer bekommen. Ja, im Moment gehe ich auf Schaden. Ah, nee, das ist noch zu hart. Aber im Schatten können wir auch mal reingucken. Tavernen der Doppelgänger. Oh nee, oder? Die sind noch zu krass, oder? Ich glaube, das ist noch nicht machbar. Also, ich gehe mal grob davon aus. Monster in Lake. Ist zumindest ein Geschickgegner. Könnte theoretisch immer möglich sein, ja. Ne? Man sieht hier auch, was die Geschickbegleiterin auch. Oh, die hat auch Hälfte des Lebens abgezogen. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir hier 10% XP-Bonus bekommen. Ja, na gut, Schatten-Dungeons sind natürlich leider keine Epics für die Toilette. Aber zumindest für morgen zum Dismanteln habe ich dann wieder ein bisschen Ressourcen. Schön, dass wir das geschafft haben. Vala Rauka, Stärkegegner, ist dann auch machbar. Können wir mal ein bisschen ändern. Und sprechen mal über das Thema des Videos. Vorsätze für dieses Jahr. Bei mir ist es schwierig, jetzt Shakes and Fidget ganz aus dem Real Life rauszunehmen, weil es ist ja Zeit, die man investieren muss, ja, und die halt knapp ist.
Das denke ich mal ist bekannt. Na, oh, schön. Sah ein bisschen lustig aus. Bisschen Total Resistance 21%. Das brauche ich leider auch nicht. Das brauche ich leider nicht. Gucken wir hier mal noch weiter. Uxi, Uruk, Stärkegegner. Oh, komm. Probieren wir mal ein paar Tries. Also mein Grundvorsatz ist, dass ich es schaffe, vor allen Dingen auf S41 aktiv zu bleiben, dass ich es schaffe, Content auf YouTube zu bringen, was nicht immer bedeutet, dass ich Pilze ausgeben muss. Solange wie ich nicht irgendwie Partner von Player Games in einer gewissen Form werden kann, ist das für mich ja, offen. Es könnte zwar sein, dass ich mehr Geld verdiene dieses Jahr, aber es werden auch einige Ausgaben anfallen. Also wir wollen ja eine neue, größere Wohnung. Haben jetzt noch keine, aber wenn wir ein gutes Angebot finden, dann müssen wir mehr Miete zahlen, definitiv. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auch wahrscheinlich ein neues Auto uns besorgen wollen. Dann will man ja auch Urlaub machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir haben hier kein Geld, ne? Aber wenn man solche Investitionen macht, wir haben bisher auch relativ viel Glück mit elektrischen Geräten, Waschmaschine, Spüle, Fernseher, das sind alles so Sachen, die immer halten, die wir bisher immer nur gekauft haben, weil wir keins hatten und eins brauchten oder weil wir was Neues haben wollten. Ja? Okay, der ist doch ein bisschen krasser. Gehen wir mal rüber. Und das sind halt natürlich auch Faktoren, die kann man nicht so beeinflussen oder kann man nicht so bewerten. Demnach ist es schwierig für mich zu sagen, was kann ich halt alles reinbuttern. Und deshalb wäre tatsächlich Sponsoring in welcher Form auch immer, gerade für die neuen Server, die ich ja oftmals gerne begutachte wegen also Serveranalysen, ne? Dann könnte man da noch mal ein bisschen was machen. Nee, okay, wir sollten den vielleicht nicht mehr probieren. Probieren wir mal den Gentle Giant. Bei dem hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass der fallen kann, aber ich weiß gerade nicht, ob das jetzt auch dieser Server hier war und Schatten war oder ob das bei anderen Servern nicht Dungeon war. Ich mir das nur selber gesagt habe. Ja. Ist ja ein Stärkegegner. Aber der buttert ordentlich rein. Natürlich hätte man vorher den Dungeon Simulator begutachten können. Nutzen können, habe ich jetzt nicht gemacht. Für mich tatsächlich ein bisschen selber überraschen lassen, aber ja, also ich glaube, dass der mit einer minimalen Chance geht. 249 Millionen, 118 Millionen, also das ist jetzt quasi 118 Millionen, ist vielleicht 2 Crits, ne? Also am Ende, wenn man mal hier ein bisschen. Okay, vielleicht doch ein bisschen mehr als 2 Crits. Ah ne, hier 51 Millionen, ja. Die Hits müssen halt Crits sein, aber er hat so viel Glück, das ist halt. Ja, der macht auch Damage. Aber er kann mit viel Glück kann er fallen, ja. Durch die Klassen. Das ist das Einzige. Aber wenn die Kundentunte natürlich, also es muss bei beiden klappen. Es muss beim Assassinen und bei der Kundentunte klappen. Das sind gerade sehr schlechte Versuche hier durch die Bank weg. Kundentunte, ja, 400 Millionen Damage. Assassine auch. Assassine macht meistens nochmal 30% mehr. Oder kann. Ich würde das so feiern, als so mal einen Dungeon schaffen, Epic kriegen und dann diese blöde Rune endlich drauf haben, ja. Ja, behalten uns den mal im Hinterköbbel. Was ist mit den nordischen Göttern? Deals Fire Damage, Resists Fire. Okay, hier muss man jetzt natürlich auch wieder gucken. Hier habe ich Lightning Damage. Hier habe ich Cold Damage. Cold Damage, oh, den kann ich gerade mal probieren. Gerade passt es. Aber ich weiß nicht, ob er überhaupt fallen kann. Oh.
Und die Kundentunte macht mir ein bisschen wenig Damage. Echt. Also, klar, es sind weniger Versuche als beim Gentle Giant, aber so vom Gefühl her, ja. Ich auch sehe, wie viel Einzeldamage halt die Kundentunte macht. Oh, ich habe 400 Millionen Damage gemacht. Also hier ist der Unterschied, was der Assassine macht zur Kundentunte-Größe. Oh, das waren 560 Millionen Damage, was der Assassine gemacht hat. Also das heißt, der kann fallen. Kundentunte muss halt ihren Damage machen. 100. Mir fällt gerade was auf. Warte mal, ich habe. Achso, das ist nicht das, aber ja, das sollte ich auch mal machen. Ja, guck, Krieger first. Not enough Golden Knight. Okay, aber ja, das ist jetzt beim Krieger, glaube ich, nicht so. Oh, das ist schon relevanter. Hier muss ich mal kurz gucken, dass wir ein bisschen Geld reinbekommen. Komm schon. Ja, okay, das reicht nicht. Oh, was? Was für ein Glück. Das müsste reichen, oder? Ja, die ist wichtiger. Die zweite wäre jetzt auch nicht unwichtig, aber... Oder jetzt 5er Gold. Ah, nee, okay. Aber wenn man schon Dungeons probiert, sollte man das eigentlich vorher auch checken, ja. Oh, aber es ist halt... Beides fühlt sich machbar irgendwie an. Was ist mit dem hier? Wäre halt schön, hier auch noch ein bisschen irgendwo weiterzukommen. Aber das ist halt wieder Mage. Hier kommt es auch auf die Crits an. Krieger überlegt, einen Hit. Macht aber halt keinen Crit. Muss jeder Hit ein Crit sein, ja, aber. Ah, nee. Das ist zu krass. Der ist zu krass. Achso, die habe ich schon geguckt. Cold Damage vs. Cold. Ja, das ist halt doof, weil ich habe Cold Damage zweimal drin. Könntest natürlich mal probieren, aber... Nee. Dann gucken wir hier nochmal rein. Leander. Wie sieht es bei ihm aus? Oh, okay. Hier hätte ich vielleicht eher gucken müssen. Oh, Total Resistance 24%. Hannah the Hellish. Endgegner. Hier hat die Kundin den Vorteil, weil wenn sie einen Crit macht, mit dem Bogen ist es natürlich doppelt so viel Damage, also muss sie schon 2 Crits machen. Aber wenn Kundentunte und Assassine zusammenarbeiten, klappt's. Dann fällt Hannah. Also hier habe ich ein Gefühl des Schaffens, des Schaffbarmachens. Ja, also so viel halt zu den Vorsätzen, was SF-Game betrifft. S41 natürlich Main-Char, habe ich immer wieder gesagt. Also wenn ich wirklich auch den Char nicht mehr spielen kann, dann sieht es ganz krass aus und den will ich natürlich, wenn es geht, auch Pilzend spielen. 2500. Ja. Ah, nee, die Waffe ist es jetzt nicht. Die dismantle ich auch nicht. Man kann ja auch dann 2 andere Sachen nehmen. Okay, haben wir die auch noch geschafft. Alex, Angel. Der Gegner müssen wir natürlich einfach nochmal aus Prinzip reingucken. 62 Millionen. Level-Up haben wir gemacht.
Aber wie ist es denn bei euch mit Vorsätzen, so im Shakespeare Fidget, aber auch vielleicht im realen Leben? Also bei mir ist halt, ja, habe ich ja auch schon gesagt, im realen Leben, was so ansteht. Natürlich ist immer da auch immer ein ganz großer Stelle vorne dabei. Ja, und viel mehr gibt es dann eigentlich fast gar nicht zu sagen. Ja, das ist dann halt so. Ja. Nun ja. Wie sieht es hier bei den Pets aus? Oh, dann machen wir gleich mal. Hier wieder eine Fütterung. Können wir hier auch nochmal Fights machen? Earth, das ist so lackabhängig. Stehe ich jetzt aktuell. Gut. Stehe bei den Pets auf Rang 26. Wie ist denn das passiert? Also ich gucke außerhalb des Videos da halt nie rein. Habe ich jetzt mega viele Verteidigungen gewonnen oder was? Oh Gott, da traue ich mich nicht anzugreifen. Dann verliert man nämlich. Wobei es natürlich fürs Füttern ganz gut wäre. Aber warte mal, Earth ist halt immer noch Stärke. Ich habe hier mega viel Geschick. Ich gehe hier mal auf Fire. Oh ja, das war schon mal ganz nice. Hier habe ich einen Vorteil mir erspielt. Geil, Finettel kann sogar hier noch ein bisschen Damage machen. Geschenke gegen Stärke. Leichter Vorteil auf meiner Seite. Jetzt kommt es auf die Klassen an. Bei Triceratops ist, glaube ich... Ach nee, Earth ist ja Geschick. Oder? Ich bin gerade... Auch mit den Namen halt. Kann ich gerade nichts anfangen mit den englischen Namen. Aber ja, toll, der Crit kam ein bisschen zu spät, aber gut. Noch ein bisschen Damage mitnehmen an Triceratops-Ding hier. 3 Millionen ist jetzt auch nicht viel. Ja, Endgegengang gegen Stärke, das ist... Oh! Oh, da habe ich Glück gehabt. Nee, es ist doch Stärke. Mauheld ist es. Ah, alles klar. Oh, sehr gut, sehr gut. Die Hälfte abgezogen. Das sollte jetzt eigentlich ein Kill sein für Devastator. Ja, das ist easy. Ja, hier, das ist nämlich nur 32 Ehre gewonnen. Was? 4 Ranks gained? Hä? Oh, ist ja so knapp hier. Tatsächlich ist das hier alles sehr knapp. Hammer. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Richtig spannend, ey. Nochmal Earth. Der ist noch höher. Also er hat Stärke hinten. Also eigentlich ist Stärke, Geschick halt schon mal eigentlich ganz nice. Aber hier habe ich halt auch vorher kein Geschick, sondern Intelligenz. Was haben wir hier? Stärke, Intelligenz, Geschick. Stärke, Intelligenz, Stärke, Geschick. Ja, ist eigentlich vollkommen wurscht wieder. Ne? Also ich werde nicht mit dem gleichen angreifen. Was ist das? Ist halt Intelligenz, Stärke. Eigentlich gar nicht schlecht, das vielleicht so zu probieren, so, weil den Endgegner sollte ich locker schaffen, wenn ich Glück habe, dass der Endgegner den Stärkegegner gut reinbastet. Kann natürlich auch also nach hinten losgehen, ja. Schauen wir mal. So, was unten passiert, ist eigentlich relativ egal. Ja, ich glaube, die Bob gewinnt. Ah, die Mermaid, okay. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass... Alter. Oh, dafür macht Thunder Turtle aber alles wieder wett, was hier passiert ist gerade. Mega. Das war gut, der Auftritt. Und genau. Ah nein, das hätte ein Crit sein müssen. Jetzt hat so viel Damage verloren. Schön. Gut Damage gemacht, aber... wir sind im Nachteil. Wir sind auf jeden Fall im Nachteil. Der hat auch so viel gefordert gerade hier.
Extros für. Was? Wie geht das? WTF? Okay. Na, das war's mit der Platzierung. Und jetzt so einen Typen hier, ne? Naja. Haben wir uns wieder geholt. Oh, 1406. Klausi, nein, nee, Klausi, den greife ich nicht an. Der ist ja irgendwo hier oben wahrscheinlich, oder? Nee, ist er gar nicht, aber trotzdem 1000. Ja, hier, 1456. Das ist mir zu happig. Den greife ich lieber nicht an. Ja, ihr könnt ja auch gerne mal eure Vorsätze schreiben für SF-Game oder auch im Real Life, wenn ihr wollt. Das Jahr hat ja jetzt gerade erst frisch angefangen. Und wie gesagt, denkt an das Gewinnspiel. Die Auflösung kommt dann demnächst. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, haut rein, macht doch Tschüss und Servus. Euer Basti.